Als erstes brauche ich so einen Metallring, der einen Durchmesser von 10 cm hat. Dann brauche ich Baumwollseil. Ich nehme hier welches mit einem Durchmesser von 4 mm. Und da brauchen wir jetzt insgesamt 16 Schnüre, die jeweils 5 Meter lang sind. So, als erstes nehmen wir uns das Baumwollseil in der Mitte und führen das mit der Schlaufe hier so durch den Ring und führen die beiden Schnüre da durch. So, und das machen wir mit den restlichen 15 Seilen genauso. Wenn wir das dann gemacht haben, werden wir so knoten, dass sich hier so eine Art V bildet. Und zwar wird die äußere linke Schnur unsere Richt- oder Leitschnur. Und dann nehmen wir die zweite Schnur und legen die so über die Leitschnur, dass sich hier so eine Öffnung bildet. Und da werden wir von hinten durch die Öffnung die Schnur wieder nach vorne ziehen und nach oben ziehen. Und das machen wir dann immer zweimal pro Schnur. So, wenn wir das zweimal gemacht haben, nehmen wir die nächste Schnur und machen das genauso. So, und das wiederholen wir dann bis zur Hälfte. Wenn wir mit den ersten 8 Schnüren fertig sind, machen wir das auf der rechten Seite genauso. Das heißt, wir nehmen uns die Schnur ganz rechts außen. Das wird unsere Leitschnur. Dann nehmen wir uns die zweite Schnur, legen die so in der Schlaufe über die Leitschnur und führen die da durch und ziehen sie hoch. Und immer schön darauf achten, dass die Leitschnur die Diagonale vorgibt. So, wenn wir das auf beiden Seiten gemacht haben, machen wir das gleiche nochmal, also nochmal eine Reihe darunter, direkt diese Knotendiagonale und nehmen da auch wieder den linken äußeren Faden als Leitfaden, dann den nächsten und legen den da so drüber und führen ihn durch die Schlaufe von hinten nach vorne. Und das immer zweimal pro Schnur. So, und das gleiche auf der rechten Seite. Wenn wir das soweit fertig haben, nehmen wir uns die 4 mittleren Schnüre und machen einen Kreuzknoten. Und zwar legen wir die rechte Schnur über die 2 mittleren und unter die linke. Und dann legen wir die linke Schnur unter die 2 mittleren Schnüre und führen die durch diese Schlaufe von hinten nach vorne durch. Das ist der erste Teil des Knotens. Und jetzt machen wir das Ganze spiegelverkehrt. Das heißt, hier links legen wir die Schnur über die 2 mittleren Schnüre und unter die rechte Schnur. Und die rechte Schnur kommt unter die mittleren Schnüre und von hinten nach vorne durch die Schlaufe. Dann ziehen wir das zu und haben einen Kreuzknoten. So, das machen wir jetzt hier mit den anderen Schnüren auch, so ein bisschen versetzt nach oben.
Als nächstes werden wir uns hier die 4 äußeren Schnüre nehmen und werden jetzt immer so einen Kreuzknoten machen, der immer in eine Richtung geht. Und zwar machen wir uns hier die Schlaufe und führen den äußeren rechten Faden da durch. Und anstatt das jetzt spiegelverkehrt zu machen, machen wir das immer in diese eine Richtung. So nach 6, 7 Knoten merkt man, wie sich das hier so spiralförmig wendet. Dann können wir das Ganze drehen und auf der Rückseite weitermachen. Und das gleiche machen wir auf der rechten Seite, nur spiegelverkehrt. Als nächstes werden wir wieder diese Knoten in einer Diagonale anordnen. Das heißt, wir nehmen uns die Schnüre bei der Hälfte und die rechte Schnur ist unser Leitfaden und da machen wir dann wieder wie eben unsere Knoten, jeweils 2 Knoten pro Schnur. Wenn wir an dieser Stelle angelangt sind, machen wir ganz einfach wie gehabt weiter. So, und das gleiche machen wir auf der rechten Seite. Das heißt, hier die linke Schnur ist unsere Leitschnur und dann geht es wie gehabt diagonal hier runter. So, das Ganze wiederholen wir jetzt auch noch einmal. Das heißt, dass wir hier so eine Knotendiagonale direkt darunter setzen. Als nächstes teilen wir das Ganze hier in der Mitte, haben also diese 16 Schnüre hier und werden jetzt im Grunde auch wieder einen Kreuzknoten machen, nur dass wir da jetzt alle Schnüre verwenden. Das heißt, wir nehmen uns die beiden äußeren Schnüre, legen die linken über die in der Mitte und unter die rechten. Und die rechten äußeren Schnüre führen wir hinter diese ganzen mittleren Schnüre durch diese Schlaufe nach vorne und ziehen das so ein bisschen zu. Wir machen das aber nicht zu eng, sondern so, dass die Schnüre gut nebeneinander liegen können. So, und dann machen wir das nochmal spiegelverkehrt. So. So, und das gleiche machen wir rechts auch. Das heißt, wir nehmen die 2 äußeren Schnüre, legen die über die mittleren und unter die linken und die Schnüre wiederum hinter die mittleren und durch die Schlaufe nach vorne. Als nächstes nehmen wir uns hier die 4 mittleren Schnüre und machen da wieder einen normalen Kreuzknoten. Jetzt folgt wieder so eine diagonale Knotenfolge, das heißt, die äußere linke Schnur wird unsere Leitschnur und dann knoten wir wie hier oben auch wieder jeweils 2 Knoten pro Schnur. Und hier lassen wir so ein bisschen so einen Bogen stehen. So, wenn wir dann mit der linken Seite fertig sind, machen wir das mit der rechten genauso, nur spiegelverkehrt.
So, und das gleiche machen wir direkt darunter noch einmal. So, ich habe jetzt zwischen diesen beiden Reihen zur Mitte hin so ein bisschen mehr Platz gelassen. Und als nächstes nehmen wir uns wieder die mittleren 4 Schnüre und machen einen normalen Kreuzknoten. So, und als nächstes nehmen wir uns die 4 äußeren Schnüre und machen wie weiter oben schon mal immer diese Kreuzknoten in eine Richtung, so dass wir immer hier links die Schlaufe haben und sich dadurch dann so eine Spirale bildet. So, wenn das dann gemacht ist, gilt es, das Ganze zu einem Kreis zu verbinden. Und zwar nehmen wir uns hier die äußeren 2 Schnüre und machen dann immer einen Kreuzknoten. So, dann nehmen wir uns die nächsten 4 Schnüre und machen auf der gleichen Höhe dann immer einen Kreuzknoten. Wenn wir jetzt also alle Schnüre zu einem Kreis miteinander verbunden haben, machen wir das gleiche nochmal. Das heißt, wir nehmen uns hier versetzt diese 4 Schnüre und machen nochmal auf gleicher Höhe überall einen Kreuzknoten. So, und zum Schluss nehmen wir uns alle Schnüre zusammen und nehmen uns dann einen der längeren Schnüre und wickeln den hier so drumherum. Am besten verknoten wir ihn auch ein bisschen. So. Und dann können wir ihn hier immer wieder drumherum wickeln. So, und am Ende verknoten wir den Faden auch wieder. So. Und das gleiche können wir auch nochmal wiederholen, indem wir einen anderen Faden nehmen und das hier nach oben wickeln nochmal. Und das Ganze dann auch ein drittes Mal machen. So, dann muss man nur noch die Schnüre auf eine Länge kürzen und dann kann man schon seine Vase da reinstellen.